Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute packe ich mit euch Zuschauerpost aus. Ich habe ein Paket bekommen von einer ganz lieben Zuschauerin und ich möchte euch zeigen, was da drin ist und was sie mir so Liebes geschrieben hat. Also ich habe mich riesig gefreut über diese Box hier. Sind wunderschöne Sachen drin. Ich habe schon reingeguckt und wenn ihr wissen wollt, was sie mir geschickt hat, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Einmal eine Karte geschrieben und zwar: Liebe Nicole, du bist jetzt mein Opfer. Leider habe ich an den Augen eine Allergie entwickelt und kann viele Produkte nicht mehr verwenden. Daher sende ich sie dir zu. Vielleicht hast du selbst Verwendung dafür, gerne darfst du sie aber auch weitergeben. Die Produkte sind unbenutzt, außer die Ofra Palette. Ofra, ihr habt es schon gehört. In dieser Palette habe ich nur wenige Farben verwendet, siehst du bestimmt, sonst ist alles neu. Vielen Dank für deine tollen YouTube-Videos. Ich schaue und höre dir gerne zu und viele deiner Tipps und Tests haben mir schon viel geholfen. Mach weiter so, deine ehrliche Art macht einfach Spaß. Viele liebe Grüße. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, 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 sehr doll über dieses Paket. Das ist so liebevoll gepackt und richtig schön hier in dieser Tao-Box, die mir übrigens sehr gut gefällt mit den Blüten drauf. Und ich möchte euch jetzt zeigen, was die Liebe mir geschickt hat. Erstmal hat sie das hier mit so einem Katzenaufkleber zugemacht, was schon so, so süß ist. So, und dann, ich habe die Produkte schon ausgepackt. Sie hatte das alles so ein bisschen verpackt. Hat sie mir hier eine Palette reingepackt von Pixi by Petra. Und zwar die Eye Effect Palette. Die kannte ich noch gar nicht. Das ist so eine roséfarbene Rosette Ray heißt die. Die ist auf jeden Fall wunderschön. Ich habe mich so gefreut. Schaut mal, von außen ist die halt so mintfarben und dann hat die innen diese Farben einmal drin. Also richtig schöne Farben jetzt so für den Frühling. Teste ich gerne aus, freue ich mich total drüber. Es sind 5 matte und 4 Schimmertöne. Es tut mir aber sehr, sehr leid für sie, dass sie das nicht mehr verwenden kann und ich finde das total lieb, dass sie mir dann ihre Produkte schickt. Also das finde ich wirklich total lieb und ja, irgendwie habe ich mich total schlecht gefühlt, weil sie die Produkte ja nicht mehr verwenden kann. Dann hat sie mir einmal von Clinique eine Mascara mit rein. Das ist die High Impact Mascara. Die fand ich allerdings auch nicht so gut. Ich mache die jetzt auch nicht auf, weil die ist noch komplett neu. Die werde ich eventuell weitergeben an meine Mama. Die soll die mal ausprobieren, weil ich habe die jetzt schon 2-3 Mal gehabt und jedes Mal fand ich sie nicht so gut. Aber das ist trotzdem total lieb. Also ich freue mich trotzdem darüber. Dann hat sie mir einmal einen Face Primer mit reingelegt von Urban Decay. Der All Nighter Face Primer, das ist der Longwear Foundation Grip Primer. Ich habe den schon hier, aber auch in klein und auch noch nicht ausprobiert. Und wenn der gut sein sollte, freue ich mich darüber. Dann habe ich nämlich noch einen im Backup. Teste ich wirklich gern jetzt mal aus. Soll sehr gut sein. Also ich liebe ja das Setting Spray von Urban Decay und ich glaube, dass das hier auch sehr gut sein wird fürs Gesicht. So, dann hat sie mir hier einen Ciate London Transforming Glitter Liquid Lipstick reingepackt. 3 Milliliter. Das ist ein roter in der Farbe Trouble. Der sieht wirklich so schön aus. Der hat so einen glitzernden Deckel. Das ist so ein richtig schönes, frisches, helles Rot. Gefällt mir mega gut. Ich glaube, das würde jetzt im Frühling wirklich schön auf den Lippen aussehen. Da freue ich mich auf jeden Fall total drüber. Den werde ich anwenden und ja, freue mich einfach darüber. Vielen, vielen Dank dafür. Dann hat sie mir noch was mit reingepackt. Das ist auch noch komplett verschweißt und zwar von Judith Williams. Einmal hier so ein Lipgloss, der Volume, Shiny, Finish und Feuchtigkeit gibt. Mit Hyaluronsäure. Den tupft man sich auf die Lippen und dann hat man ein bisschen vollere Lippen. Sehr schön von Judith Williams. Die Lippenprodukte mag ich persönlich eigentlich ganz gern, muss ich sagen. Dann hat sie mir hier reingepackt, also ihr seht da so ein Wahnsinnspaket. Ich habe mich so gefreut, als ich das aufgemacht habe. Einmal von Lancôme Hypnose. Das ist einmal eine Mascara und zwar die Mascara Doll Eyes So Black. Habe ich auch noch nicht getestet, noch nie. Die soll ja richtig gut sein und die sieht so schön aus. Schaut mal. Freue ich mich total, die auszuprobieren. Die hat so ein ganz spitzes Bürstchen. Ich bin richtig gespannt und gehypt hier drauf, wie die sein wird. Die soll ja wirklich sehr, sehr schöne Wimpern machen. Vielen Dank, meine Liebe. Also das ist wirklich schön. Da kann ich ein paar Neuheiten, beziehungsweise für mich Neuheiten, ausprobieren. Dann hat sie mir hier reingepackt, einmal von MAC, finde ich auch affengeil, so einen kleinen Mini-MAC. Und zwar ein Matt-Lipstick in der Farbe Chili.
Richtig schön. Ich habe mir den Ton auch schon im Internet angeguckt. Der passt ganz, ganz sicher sehr gut zu mir. Ich wollte den noch nicht unbedingt aufmachen, bevor ihr das Päckchen nicht gesehen habt. Warum auch immer. Auf jeden Fall, jetzt habe ich ihn mal aufgemacht und das ist so ein schönes Rot. Ich habe es, wie gesagt, schon online gesehen. Ich glaube, dass das jetzt auch sehr schön im Herbst aussehen wird. Das ist so eine richtig schöne herbstliche Farbe, so ein rostiges Rot. Freue ich mich auf jeden Fall total drüber. Ich liebe ja diese kleinen MAC Lipsticks und die halten auch wirklich sehr gut. Deshalb mega, mega cool. Dann hat sie mir hier einmal reingepackt und zwar von Skin Chemists London. Das ist dieser Kollagen Toner. Den habe ich auch schon hier, habe ihn aber auch noch nicht ausprobiert. Werde ich dann jetzt mal tun. Dann habe ich den einmal im Backup. Ich glaube, der soll richtig gut sein. Sind 60 Milliliter. Freue ich mich dann drauf, den auszutesten. Vielen, vielen Dank dafür. So, und jetzt kommen zwei Knallerprodukte. Und zwar hat sie mir hier eine Ofra Palette reingelegt. Die sieht richtig geil aus. Das ist die Glitch 2000 Palette. Kenne ich noch nicht, habe ich noch nie gesehen irgendwie. Auf jeden Fall hat die diese Farben hier mit drin. Die sieht so schön aus. Das sind so Pastellfarben. Die ist wirklich so richtig schön pastellig und man sieht auch, sie hat sie wirklich also so gut wie gar nicht benutzt. Das hier ist so Schaumstoff, also die fühlt sich auch richtig gut an, die Palette. Richtig schöne Töne, gerade auch dieses Blau hier unten und dieses Grün gefällt mir sehr, sehr gut. Teste ich aus, werde ich ein bisschen mit rumspielen und mal den einen oder anderen Look damit zaubern. Freue ich mich auf jeden Fall total. Und jetzt haltet euch fest, ich bin auch fast umgefallen, als ich das gesehen habe. Sie hat mir eine MAC-Palette mit reingelegt und ich habe noch nie eine Lidschattenpalette von MAC gehabt. Ich habe mir noch nie eine gekauft. Mich haben die nie so wirklich angesprochen, aber mittlerweile finde ich, hat MAC wieder richtig schöne Limited Editions und sowas. Und das hier war, glaube ich, auch eine gewesen, vermute ich. Allein dieses Packaging, das ist so, so schön. Und jetzt zeige ich euch die Palette. Die schaut so aus. Die ist auch so schön in diesem Gelb, dieses Pastellgelb und diese Farben hier drauf. Das ist nochmal wie so ein Glas hier oben drauf. Super, super schön. Das ist einmal die Palette. Schaut mal diese Farben, auch total schön. So pastellig und bunt und einfach frühlingshaft. Ich freue mich so sehr, diese Palette auszuprobieren. Ich kann es kaum abwarten. Gerade auch diese lila Töne hier unten. Also das ist wirklich eine wunderschöne Palette, worüber ich mich echt sehr dolle freue, weil ich noch keine von MAC da habe. Ja, vielleicht mache ich das auch mal in einem Video mit euch. Ich habe ja so ein paar Produkte von MAC und dann kann man das ja vielleicht alles mal in einem Video testen, dass ich mal so ein MAC-Video mache. Ein Full-Face wird es wahrscheinlich nicht werden, weil ich da nicht so viele Produkte von habe, aber vielleicht einfach mal wir testen MAC oder sowas. Wenn euch das interessiert, schreibt es mal in die Kommentare, dann kann ich das sehr gerne mal für euch abdrehen, wenn euch das interessieren sollte, weil wenn es euch nicht interessiert, lohnt es sich ja auch nicht wirklich. Und dann hat sie mir hier einmal, das finde ich auch so süß, von Min Cosmetics hier so einen Beutel reingepackt. Also Min Cosmetics, da habe ich ja auch eine Kooperation mit und ich finde Min Cosmetics toll, weil die halt wirklich so viel Auswahl haben an K-Beauty. Und da hat sie mir diese Tasche mit rein und hier sind nochmal ganz, ganz viele tolle Sachen drin. Ich zeige es euch mal, sie hat hier einmal von Dr. Barbara Sturm, also auch eine wirklich teure Marke, eine Anti-Aging Body Cream mit reingepackt. Wer möchte nicht Anti-Aging an seinem Körper haben, deshalb, da freue ich mich auf jeden Fall, dass die mit drin ist. Dann hat sie mir hier reingepackt von Lancôme einmal das Genifique Advanced. Das ist, glaube ich, so ein Serum, so ein Konzentrat, da hat sie mir mit reingepackt. Das hatte ich schon mal, fand ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann einmal von Filorga eine Double Correction, also das ist so ein Fluid für Falten. Das muss ich mal genau mit doppelter Wirkung und Korrekturwirkung, Falten und Unreinheiten. Auch sehr gut bestimmt, kenne ich aber auch noch nicht. Dann hat sie mir hier eine Hyaluron Body Lotion von Caudalie rein. Das ist die The Des Weakness. Kenne ich auch nicht. Eine nährende Körperpflege mit Hyaluronsäure auch. Voll cool. Dann ein Augengel von Caudalie. Das kenne ich noch nicht. Das teste ich auch gern mal aus. Sind 5 Milliliter. Also das ist einfach hier so eine kleine Augencreme. Sehr, sehr schön. Und dann ist hier was drin. Das finde ich auch so süß. Und zwar ist das von NCLA, also Los Angeles. Das ist ein Nagelöl. Ein Treatment So Rich. Das ist für die Nägel ein Vitamin-E-Öl und hier ist Glitzer mit drin. Hier sind solche,
Sternchen mit drin. Birthday Cake heißt das auch. Das ist so schön. Ja, dann geht's weiter. Sie hat mir hier dann von Sukin einmal die Rejuvenating Day Cream mit reingepackt. Habe ich auch noch nie probiert, um ehrlich zu sein. Soll aber auch richtig gut sein. Dann von Aveda einmal eine Leave-In, also eine glättende Leave-In-Pflege von, also Botanical Repair heißt die von Aveda. Habe ich auch noch nie probiert. Das ist eine Haarpflege ohne auszuspülen. Das kann man sich dann in die Längen geben, was so ein bisschen auf natürliche Basis gemacht. Hier ist noch mehr drin, Leute. Dann einmal von irgendeiner Marke, ist das, glaube ich, Yves Rocher? Nee, das ist kein Yves Rocher, auf jeden Fall eine französische Marke. Ein Lippenpflegestift und zwar mit einem Sonnenschutz von 50. Sehr schön für den Sommer. Freue ich mich auch auszuprobieren. Dermophil heißt die Marke. Sah so irgendwie Yves Rocher mäßig aus, weil oben so ein Blatt drauf ist. Das ist ja so typisch wie Yves Rocher. Dann hat sie mir hier reingepackt einmal einen Lippenbalm von Polar. Die sind ja auch gut, die sind schön reichhaltig. Ich habe momentan so viele Lippenbalms offen. Und der hat hier unten, ich habe gerade geguckt, so einen Applikator. Also den kann man sich dann schön auftragen. Mache ich jeden Abend vorm Schlafengehen eine dicke Schicht drauf. Ich habe momentan einen anderen und dann, wenn der leer ist, werde ich den da hinlegen. Dann hat sie mir noch von Balance Me eine Wonder Eye Cream mit reingepackt. Also zweimal Augencreme bzw. Augengel und Augencreme. Teste ich aus. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte. Ich bin mir ganz unsicher. Ich glaube aber noch nicht. Und dann einmal noch von Hey Honey eine Maske, das ist die Show You Glow, diese Goldmaske, die fand ich extrem gut. Ich mag diese Hey Honey Masken, die sind wirklich, ich finde, dass sie eine Wirkung haben, man sieht das danach und deshalb freue ich mich darüber. Das war einmal mein Zuschauerpaket. Leute, ich habe mich so gefreut. Schöne Sachen, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Vor allen Dingen die Lidschattenpaletten. Also das finde ich total krass. Auch die MAC-Palette, die Ofra-Palette. Das ist so richtig, sind so richtig frühlingshafte Paletten, die sie mir hier rein hat. Die kann man auf jeden Fall sehr gut jetzt anwenden. Da freue ich mich super doll, diese auszuprobieren und einfach mal zu testen, wie sind die und wie ist die Qualität davon. Richtig schön. Ofra kenne ich ja schon, Ofra finde ich gut. MAC kenne ich ja auch ein paar Sachen, aber so richtig Lidschatten von MAC hatte ich noch nie und deshalb freue ich mich sehr darüber. Ja, vielen Dank an dieser Stelle für dieses wundervolle, liebevoll gepackte, tolle Paket. Also ich werde auf jeden Fall meine Freude damit haben. Jetzt würde ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, meinen Kanal abonniert und diesem Video ein Däumchen nach oben da lasst. Bis dahin, tschüssi, eure Nicole.